Der politische Nachwuchs, vor allem im linken Spektrum, sorgt immer wieder für Verwunderung. Nach der grünen Jugend und ihren kruden Thesen über das Männer- und Frauenbild oder in der Debatte um die Wehrpflicht legen nun die Jusos nach. Der Nachwuchs der Sozialdemokraten im Berliner Landesverband fordert die Abschaffung des Begriffs Islamismus. Das Wort sei stigmatisierend. Stattdessen solle künftig der Begriff religiös begründeter Extremismus verwendet werden. Die Reaktionen selbst aus der muslimischen Community, sie haben es in sich. Mannheim, Solingen, München, Terroranschläge, die eindeutig dem Islamismus zuzuordnen sind. Nur nennen darf man sie künftig nicht mehr so, zumindest wenn es nach dem Willen der Berliner Jusos geht. Religiös begründeter Extremismus soll es stattdessen heißen, das Wort Islamismus wird gestrichen. In ihrem Antrag zur Landesdelegiertenkonferenz kritisieren die Jungsozialisten dessen Verwendung deutlich. Problematisch ist die begriffliche Nähe zum Islam. Es entsteht ein Bild, bei dem der Islam als solcher problematisiert und mit Negativität assoziiert wird und so eine erwartete Rechtfertigung gegenüber muslimisch gelesenen Menschen entsteht. Die Betroffenen würden immer häufiger unter antimuslimischem Rassismus leiden, so die Begründung. Mit ihrer Wortkreation bekämpfen die Jusos einen Begriff, der ansonsten in Politik und Wissenschaft allgemein akzeptiert ist. So taucht er zum Beispiel in den Wahlprogrammen von CDU, FDP und sogar in der eigenen Partei regelmäßig auf. Und auch für die Islamwissenschaftlerin Schröter macht die Umbenennung nur wenig Sinn. Was die Jusos machen, das ist eine bekannte Methode, die man bei linken Organisationen häufig findet, nicht nur in Deutschland, auch im Ausland, ist das Problem des islamischen Extremismus wegzumoderieren, indem man nicht mehr darüber spricht. Und nicht darüber zu sprechen, heißt nicht, dass das Problem nicht existiert. Wer sich auf reinen Extremismus konzentriere, ließe außerdem nicht gewalttätige Islamisten aus dem Blick. Auch sie versuchen beispielsweise Erdogans antidemokratische Politik in anderen Ländern durchzusetzen. Um den Islamismus im Kern zu bekämpfen, brauche es konkrete Maßnahmen. Man muss den politischen Willen haben, dass man tatsächlich etwas verändern will. Und wenn man etwas verändern will, dann muss man auch konkret sagen, was man verändern möchte, nämlich die Bekämpfung des politischen Islam, des Islamismus und der radikalen Muslime. Eine mögliche Lösung: gezielte Aufklärungs- und Bildungsarbeit und das am besten schon in den Schulen. Eine Wortumbenennung, wie sie die Jusos fordern, ist von einer Problemlösung hingegen weit entfernt.